Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Das Videothema könnt ihr, glaube ich, im Hintergrund schon ganz gut erkennen. Ich habe hier nämlich einen Hänger stehen und einen neuen Mazda 6e. Und wir werden heute etwas machen, das ihr tatsächlich sehr selten auf YouTube finden werdet, nämlich eine Verbrauchsmessung mit einem Elektroauto und einem schweren Hänger. Das ist ja ein wirklich kontrovers diskutiertes Thema. Zum einen mal total unpraktisch, Verbrauch zu viel, Reichweite zu gering und was es sonst noch so für Themen gibt. Und das werden wir heute alles mal in diesem Video so ein bisschen beleuchten, ob das wirklich stimmt, was man da so behauptet, oder ob man tatsächlich eben im Alltag so einen Hänger auch gut mit einem E-Auto kombinieren kann. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Wir steigen direkt mit dem Thema ein und natürlich befassen wir uns am Anfang mal mit den Basics und das ist natürlich die Anhängerkupplung. Wir hatten euch schon ein komplettes Video zum Thema Anhängerkupplung, Montage und Funktion hochgeladen auf YouTube, verlinke ich euch mal da oben, könnt ihr euch gerne auch anschauen, wenn ihr in dieses Thema noch ein bisschen näher reinschauen wollt. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man sie aktivieren kann, also das ist eine vollelektrische Anhängerkupplung, wie man sie rausmachen kann und wie das Ganze auch in Kombination mit der Rückfahrkamera funktioniert. Dazu starte ich jetzt einfach das Auto, ich muss nicht viel machen, also einfach die Bremse drücken, dann steht das schon ready da. Ich gehe am Lenkrad hier auf das 360 Grad Kamerasymbol, das ist die einfachste Möglichkeit, die Anhängerkupplung zu aktivieren. Bin jetzt in der Ansicht 3D und Vorderwagenansicht, jetzt kann ich hier auf die Rückansicht gehen. Ihr seht hier schon meine kleine Anhängerkupplung, ist ein bisschen verdeckt von dieser Warnhinweis. Ich kann jetzt hier oben auf dieses Symbol gehen und dann wird die Anhängerkupplung eingefahren. Man kann es hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Zum Zeigen mache ich sie jetzt natürlich wieder raus. So, da ist sie wieder. Kleinen Moment Geduld. So, jetzt natürlich den Rückwärtsgang einlegen. Das ist wirklich schön gemacht. Hier seht ihr schon mal den Hinweis, Abschlepphaken ausgeklappt. Ultraschallsensoralarm ist aus. Es ist also wichtig, dass sozusagen die PDC-Sensoren nicht die ganze Zeit hinten piepsen, wenn ihr rückwärts fahrt. Und jetzt kann ich hier also durch Lenken mich genau auf den Anhängerkugelkopf positionieren. Also bei mir ist da so ein roter Punkt drauf. Dann gehe ich in den Rückwärtsgang eben rein und kann jetzt hier eben schon mal schön da richtig drunter fahren. So, das mache ich jetzt gleich mal. Marcel ist direkt neben mir. So, okay, das soll mir jetzt mal reichen. Ich weiß nicht, wie hoch der Anhänger im Moment ist. Jetzt gehen wir mal hin zum Anhänger und kuppeln das Ding schnell an. Bevor ich es ankuppel, müssen wir natürlich auch mal ein paar wichtige Sachen klären. Zum einen mal, Anhängerlast bei dem Fahrzeug ist 1500 Kilo für ein gebremstes Fahrzeug, sowohl bei 8% als auch bei 12%. Ungebremst natürlich 750 Kilo maximal. Stützlast ist 75 Kilo, ist relativ Standard in der Fahrzeuggröße. Es gibt tatsächlich auch einige E-Fahrzeuge, die eben nur 50 Kilo ungefähr haben. Das heißt, das reicht also locker für 2 E-Bikes zum Beispiel aus oder eben für 3 leichtere Fahrräder. Der Hänger selber ist relativ groß, 4,40 Meter Länge, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1800 Kilo. Wir schauen uns gleich nochmal die Beladung an. Ich schätze, dass wir heute knapp an die 1500 Kilo kommen könnten. Wir müssen mal gucken. Es ist nämlich Holz drin, zeige ich euch gleich. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viel Restfeuchte da noch drin ist. Und jetzt ja, legen wir hier mal den Hänger an. Ich habe jetzt hier einen Hänger mit Anti-Rutschkupplung. Das liegt daran, dass es auch teilweise eben Fahrzeuge nutzen, diesen Hänger, die ein bisschen leichter sind. Das Auto hat ja hier ein Leergewicht von ungefähr knapp über 2 Tonnen. Und da bekommt man natürlich relativ leicht eine 100er Zulassung. Habe ich allerdings ein leichteres Fahrzeug, dann hilft die Anti-Schlingerkupplung, die 100er Zulassung zu bekommen. Deswegen hat jetzt dieser Hänger eine, wäre aber grundsätzlich für eine 100er Zulassung bei dem Auto nicht notwendig. Okay, ich hänge es jetzt mal schnell dran. So, rutscht noch nicht rein. Kurz prüfen. Jawohl. Was ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, liegt so ein bisschen an der Stoßstangenform. Also wenn ihr zum Beispiel einen Fahrradträger hochhebt, kann es natürlich schnell sein, wenn man da ein bisschen zu schnell dran zieht, dass man hier an der Dekorleiste drankommt. Es ist genug Platz, aber passt halt trotzdem ein bisschen auf. Okay, dann machen wir natürlich noch den Elektrosatz rein. Ist schön zu erreichen hier an der Seite. Einfach aufklappen, rein damit und fest. Gut, dann brauchen wir natürlich noch unser Notfallseil. Ich schaue mal, wie ich das am besten lege. Vielleicht hier so außenrum. Hier unten ist eine schöne Öse, die könnt ihr verwenden. Die ist jetzt für meinen Karabiner hier ein bisschen groß. Ich gehe dann hier so außenrum, dann funktioniert es auch ganz gut. Jawohl, das passt, Handbremse ist drin. Machen wir noch den Stützrad. Okay, jetzt schauen wir uns natürlich einmal die Ladung an, aber auch ein bisschen ja, die Gespanngröße ist vielleicht für euch auch mal interessant. Der Hänger selber hat eine Gesamtlänge von 4,40 Meter, 2 Meter Gesamtbreite. Ladefläche ist ein bisschen kompakter. Schauen wir mal gerade.
was wir hier haben. 1,60 Meter in der Breite und Höhe haben wir jetzt hier, ich mache es hier hin, machen wir es im Boden, ist glaube ich gescheiter. So, haben wir 2,40 Meter. Also 2,40 Höhe, schon ein ordentliches Teil. Ladefläche ist, glaube ich, halte mal Marcel, gucken wir mal schnell, 3,10 Meter, knapp 3,09 Meter. Also schon ausgewachsene Hänger, wie gesagt 1500 Kilo maximal. Jetzt gucken wir mal rein, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Hat sich gerade zufällig gut ergeben, weil ich Holz geholt habe. Dann habe ich zu Marcel gesagt, komm, lass uns mal ein Video mit Hänger machen. So schaut es da drinnen aus. Und ja, als nächstes werden wir jetzt dann gleich mal mit euch losdüsen. Vorher tue ich hier noch kurz ein Netz rein, dass das Zeug nicht durch die Gegend fliegen kann. Und dann fahren wir auch mal auf die Waage. Mich interessiert es natürlich auch wirklich, was wir heute für ein Gewicht haben. Ist wie gesagt ein bisschen schwer bei Holz einzuschätzen, je nach Restfeuchte. Und das ist vielleicht auch mal ganz interessant für euch, damit wir heute die Werte auch so ein bisschen einordnen können. Vor lauter Anhänger ankuppeln habe ich ganz vergessen, euch die Verbrauchsrunde von heute zu erklären. Deswegen machen wir das gleich nochmal an dieser Stelle. Für alle Zuschauer, die unseren Kanal regelmäßig schauen, die kennen die schon. Aber für alle neuen Zuschauer erkläre ich es nochmal kurz. Wir fahren jetzt hier vom Autohaus ein Stückchen Landstraße Richtung Ansbach rein, haben dann ein relativ großes Stadtstück auch, wo wir uns mit dem Hänger so ein bisschen durchschlängeln werden. Dann haben wir wieder Landstraße, Autobahn. Und dann sind wir ungefähr so bei der kompletten Runde bei 32 Kilometer angelangt. Wir fahren die Runde dann allerdings noch ein weiteres Mal in die entgegengesetzte Richtung, um eventuelle Höhenunterschiede auszugleichen und dann auch nochmal ein drittes Mal und werden am Ende so circa auf knapp 100 Kilometer kommen, damit wir auch den Verbrauch von dem Auto schön messen können. Die Runde, die ich heute fahre, wird ja mit Hänger gefahren. Das heißt, die ist dann grundsätzlich sowieso mal ein bisschen vorsichtiger und entspannter. Das heißt, ich werde jetzt hier also nicht brutal durch die Gegend fahren, logischerweise. Auf der Autobahn dürfen wir natürlich maximal 100 km/h fahren, weil das eben die maximale Geschwindigkeit von unserem Gespann ist. Eine kleine Besonderheit haben wir heute noch. Normalerweise wird man jetzt hier in der Nähe zu so einer ENBW-Ladestation gehen, aber heute gehe ich mal mit euch bewusst zu einer Aral-Ladestation, nicht weil ich für Aral Werbung machen will, sondern die haben hier tatsächlich eine richtig coole Ladestation hingestellt, speziell für Gespanne. Und das ist tatsächlich etwas, was es in Zukunft auch immer häufiger geben wird und deswegen parken wir da auch gerne mal für euch. Ansonsten schauen wir natürlich jetzt gleich mal an dieser Stelle noch kurz auf die Bordcomputerwerte, denn die sind natürlich dann wichtig im späteren Verlauf, damit wir das immer ein bisschen vergleichen können und vielleicht später auch mal ein Fazit ziehen können, wie verhält sich das Auto vom Verbrauch her ohne Hänger, mit Hänger und was haben wir dann vielleicht für eine Reichweite, für den Verbrauch und solche Dinge. Okay, Marcel, am besten schaust du mal kurz hierher. Ihr seht schon, Akku ist jetzt komplett voll. Wir standen jetzt hier zwar eine Viertelstündchen für den Videodreh, aber das sollte jetzt kein Thema sein. Ich gehe jetzt hier mal auf den ersten Bordcomputer. Der ist jetzt gerade hier bei Fahrzeit 0,1, aber noch 0,0 Kilometer, aber wir stehen ja die ganze Zeit hier. Dann haben wir den zweiten Bordcomputer, der steht hier Zwischensumme Laufleistung. Ich gehe auf OK und tue den mal komplett auf 0 setzen. Und dann haben wir unseren dritten Bordcomputer, das ist unser Langzeitfahren. Das sind also alle Kunden und Mitarbeiter, die mit dem Fahrzeug in der Zwischenzeit gefahren sind, sind wir bei 18,5 Kilowattstunden. Ich hatte es mir im letzten Video auch schon gesagt, das sind also wirklich alles dabei, von Vollgasfahrten über diverse Tests, die wir mit dem Auto schon durchgeführt haben und natürlich auch ganz normale Fahrten. Ich finde den Verbrauch wirklich sehr, sehr gut mit 18,5 Kilowattstunden für so viele verschiedene Fahrer, die das Auto testen. Vielleicht auch noch ganz wichtig, heute haben wir 15 Grad Außentemperatur. Ist jetzt für ein Elektroauto nicht gerade perfekt. Perfekt wären irgendwo so 22, 23 Grad, dann erreicht man immer die maximale Performance und die maximale Reichweite, aber 15 Grad ist auch eine ganz normale Temperatur und wir fahren heute auch wieder mit Klimaanlage, Sitzheizung und so weiter. Jetzt aber genug gelabert an der Stelle, jetzt fahren wir gleich mal hier noch ein paar Meter weiter. In unserem Industriegebiet gibt es nämlich eine schöne große Waage für LKW, dann habe ich schon angerufen, dass wir auch mal mit unserem Gespann drauf gehen, denn wie gesagt, mich reizt jetzt natürlich auch mal zu wissen, was haben wir heute dann tatsächlich an Gewicht dabei. Los geht's, wir fahren gleich mal hin. So, wir bewegen uns jetzt gerade hier auf die Waage zu, muss ein bisschen vorsichtiger fahren, das ist ein ziemlich heftiger Huppel, der hier für LKWs gedacht ist. So, Nummer 1, 2, uppala, Hänger ist auch drüber. Schauen wir mal, was wir hier dabei haben. Also 3540 Kilo haben wir Gesamtgewicht. Das ist doch schon mal ganz interessant zu wissen. Wie kann man jetzt dieses Gewicht einsortieren? Wir haben also ein grundsätzliches Leergewicht des Fahrzeuges mal von ca. 2 Tonnen und 30, also 2030 Kilogramm. Da ist immer schon ein Fahrer mit dabei mit 75 Kilo, der ist da einkalkuliert. Jetzt haben wir natürlich noch den Marcel dabei. Sagen wir mal so 60 Kilo extra. Dann haben wir noch bei dem Fahrzeug eine Anhängerkupplung eingebaut, um logischerweise hier unseren Anhänger dran zu ziehen. Die hat ein Gewicht von ca. 40 Kilo.
Und von daher sind wir jetzt nicht ganz bei 1500 Kilo mit unserem Hänger. Ich habe ungefähr, ich glaube, so circa 1,2 Ster, 1,3 Ster im Hänger hinten drin. Hartholz, von daher ja, schätze ich, dass wir hier irgendwo so bei circa 1300 Kilo sein müssten, wenn ich das jetzt mal so ganz grob umrissen habe. So, jetzt fahren wir also gleich mal unser erstes Stückchen hier nach Ansbach rein. Und auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt diese Verbrauchsrunde jetzt hier nicht sonderlich ernst nehme, sollten wir trotzdem generell mal über das Thema Verbräuche sprechen. An dieser Stelle ist immer ein guter Moment, um über die Verbrauchsangaben, die man in den Prospekten so findet, zu sprechen, weil da gibt es immer wieder ja, falsche Meinungen oder falsche Aussagen, wie die zustande kommen, und von daher sprechen wir kurz drüber. Es gibt also hier einen besonders relevanten und wichtigen Zyklus, das nennt sich eben WLTP-Zyklus, und bei diesem Zyklus werden insgesamt 4 verschiedene Phasen durchlaufen, mit einem Benziner, mit dem Diesel, genauso auch mit dem E-Fahrzeug, und stark vereinfacht ist es eben so, dass man hier einen Stadtverzyklus hat, dann hat man einen, ja, ich sage jetzt mal Landstraßenzyklus, einen Bundesstraßenzyklus und einen Autobahnzyklus. Die Höchstgeschwindigkeit wird nur ganz kurz mal gefahren, das sind eben knapp über 130 km/h. Und insgesamt werden da 23 Kilometer gefahren. Wir werden heute einen etwas strengeren Zyklus fahren, der deutlich mehr Autobahnanteil hat als der Originalzyklus. Und daher sind sowieso da auch schon etwas höhere Verbräuche normalerweise zu erwarten. Heute ist relativ viel Verkehr. Und ja, Werksangabe bei dem Fahrzeug über den kompletten Zyklus sind 16,6 Kilowattstunden, die uns ja, hier ins Prospekt geschrieben wurden. Die teilen sich dann eben auch in verschiedene Werte auf, wie zum Beispiel eben Stadtverkehr, wie ich euch schon sagte. Da gibt es auch einzelne Werte, die kann ich euch gerne mal einblenden, dass ihr mal die Werksangaben seht. Da dieser Hänger natürlich extrem unaerodynamisch ist, wie ihr sehen könnt, also ich würde sagen schon sehr, sehr gut vergleichbar, vielleicht mit dem Pferdeanhänger oder auch einem Wohnwagen, werden wir natürlich heute einen deutlich höheren Verbrauch ermitteln. Jetzt ist das natürlich wahnsinnig schwer einzuschätzen, wie viel das sein wird. Und ja, Marcel, wir werden gleich nochmal schätzen. Aber für alle, die eben schon Benziner oder Diesel zu Hause haben, die einen Hänger haben, die können das, glaube ich, schon ganz gut hochkalkulieren, sagen, okay, was weiß ich, 50% mehr in etwa, als das Auto ohne Hänger verbraucht, etc. pp. Wenn ihr natürlich einen kleinen, flachen Hänger habt, also so einen typischen Gartenanhänger ohne Riesenplane jetzt hinten drauf, dann habt ihr wahrscheinlich kaum einen Mehrverbrauch, weil der sich im Endeffekt hinten im Windschatten vom Fahrzeug versteckt. Aber hier eben, das ist also praktisch wie eine fahrende Schrankwand, das ist wirklich ein brutaler Widerstand. Das merkt man auch so ein bisschen beim Fahren, wenn ich gerade mal so einen ersten Fahreindruck geben kann. Ich bin jetzt auch schon mit dem Holz vorher ein bisschen unterwegs gewesen. Also man merkt natürlich schon so ein bisschen den Winddruck, dass das so ein bisschen anfängt zu bremsen wie so ein Fallschirm. Also du merkst einfach, dass da hinten was dran hängt, logischerweise, wobei es wirklich sehr entspannt fahren lässt. Das liegt natürlich auch zum einen mal am langen Radstand dieses Fahrzeuges, der immer förderlich ist, wenn man ein Fahrzeug mit Anhängerbetrieb hat, und natürlich auch dem hohen Leergewicht. Das kommt natürlich auch zugute. Je leichter das Auto, desto eher wird es zum Spielball mit einem Anhänger, und desto, wie soll ich sagen, nervöser fährt auch das komplette Gespann. Ja, wir kommen jetzt im Endeffekt auch schon auf unsere erste Bergab-Passage. Das ist immer die, wo wir über das Thema Rekuperation sprechen können. Und das ist natürlich auch gerade mit Hänger ein sehr interessantes Thema, was aber gar nicht so eindeutig, wie soll ich sagen, zu erklären ist. Habt ihr jetzt beispielsweise einen ungebremsten Hänger, dann kann so ein Rekuperationssystem wahnsinnig viel Energie gewinnen, die ihr normalerweise ja nur in Hitze umwandelt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber einem reinen Diesel oder einem reinen Benziner. Der muss im Endeffekt die Bremsscheibe aktivieren, und die Wärme, die dadurch entsteht, die verpufft halt in die Umwelt. Wenn wir jetzt einen gebremsten Anhänger haben, so wie den hier, ist es natürlich so, dass der ab einem gewissen Widerstand in die Auflaufbremse reingeht. Das heißt, er nimmt euch natürlich dann wieder Rekuperation ab. Wenn ihr also wirklich unbedingt und sehr, sehr effizient fahren wollt, dann solltet ihr natürlich versuchen, so dezent zu bremsen, dass nach Möglichkeit hinten der nicht richtig in die Auflaufbremse reingeht. Das spürt man meistens auch schon, wenn er dann so reingeht, um eben so viel wie möglich zu rekuperieren. Da müsst ihr ein bisschen spielen. Das ist bei jedem Hänger auch ein bisschen anders. Ob das ein relativ neuer Anhänger ist, der sehr weich geht, oder eher so ein bisschen so ein älteres Teil, was dann so richtig mit einem Ruck reinstößt. Da müsst ihr jetzt einfach mal schauen. Und ja, ich habe jetzt hier die Rekuperationsstufe bewusst mal ein bisschen niedriger gestellt,
um einfach mal zu schauen, wie reagiert mein Hänger, und taste mich da so langsam ein bisschen ran. Aber grundsätzlich ist es am Anfang so, wenn der Akku ziemlich voll ist, könnt ihr nicht viel rekuperieren, weil der Akku ja schon kaum noch Restkapazität hat, wo ihr was aufladen könnt. Das heißt, da wird eben sehr, sehr stark auch die Ladeleistung zurückgesetzt und eben natürlich auch die Rekuperation. Später dann so circa ab 90% abwärts, da können wir dann meistens auch schon die volle Rekuperation ausschöpfen, um dann hier eben auch möglichst effizient zu fahren. Wir kommen jetzt hier nach Ansbach rein und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal ein ganzes Stückchen durch Ansbach durch und dann gebe ich euch in ein paar Minuten mal ein Update zum ersten Verbrauch. So, an der Stelle kleines Feedback für euch schon mal. Ersten 10 Kilometer sind schon überschritten. Wir haben hier den Bordcomputer, vielleicht kannst du es gerade so ein bisschen einfangen, ist immer gar nicht so einfach beim Fahren. 10,4 Kilometer sind jetzt gefahren und unten haben wir jetzt einen durchschnittlichen Energieverbrauch von 24,4 Kilowattstunden. War gerade so bei 23, aber jetzt geht es hier ziemlich berghoch und da musst du natürlich dann schon ganz ordentlich Gas geben. Hier haben wir auch mal so ein bisschen die Energiekurve für euch. Das war die Phase, wo wir auch in der Firma gestanden waren. Also können wir uns das jetzt hier mal so ein bisschen näher anschauen. Ich zoome das mal für euch rein. Und ihr seht ja natürlich immer so ein paar Peaks. Das ist dann immer dann, wenn ich irgendwo an der Ampel losfahren musste und dann halt je nachdem, wie der Verkehr war. Und jetzt sieht ihr hier schon gerade in dem Bereich, wo wir uns jetzt im Moment befinden, berghoch. Und das ist natürlich etwas, was auch sehr, sehr viel Energie kostet, egal welches Auto ihr fahrt. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass wir jetzt hier ungefähr knapp über die Hälfte des Fahrzeugsgewichts nochmal zusätzlich mitschleppen, was grundsätzlich natürlich sehr, sehr anstrengend ist. Ihr müsst euch im Endeffekt vorstellen, stellt euch vor, ihr habt einen Rucksack, der ist halb so schwer wie ihr, dann würdet ihr wahrscheinlich auch ganz ordentlich ins Schwitzen kommen. An der Stelle vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp von den Einstellungen her, was ich jetzt auch gerade beim Fahren gemerkt hatte. Es gibt hier so eine ziemlich coole Funktion, die findet ihr bei Fahrmodus. Hier seht ihr dann die verschiedenen voreingestellten Modi. Das sind also grundsätzlich mal so Einstellungen wie zum Beispiel eben Normal, Sport und so weiter. Ich fahre jetzt hier auf individuell, habe meine Beschleunigung auf Mittel eingestellt, also nicht auf stark. Und bei der Rekuperation pendel ich im Moment so ein bisschen zwischen Standard und Mittel. Das habe ich gemerkt, ist jetzt ziemlich gut mit meiner Auflaufbremse. Servolenkung ist auf Sport gestellt, dann ist die ein bisschen straffer, das finde ich generell sehr schön. Und dann haben wir hier unten noch eine Funktion, die nennt sich Komfortstopp, die ist jetzt beim Fahren ausgegraut. Und hier seht ihr schon, sie ist aktiviert. Was macht diese Funktion? Die ist also besonders wichtig so auf den letzten Zentimetern beim Anhalten, zum Beispiel an einer roten Ampel oder irgendeinem Bahnübergang. Dann wird das Auto einfach so wirklich ganz, ganz weich abgestoppt. Das ist eben gerade auch mit so einer Auflaufbremse, mit dem Hänger extrem angenehm, denn die ruckt dann normalerweise richtig ein, wenn er zum Stehen kommt, und durch dieses etwas weichere Einbremsen auf den letzten Zentimetern ist das wirklich super, super angenehm, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Zu aktivieren kann man eigentlich immer anlassen, also ich fahre eigentlich immer mit diesem Modus. Was vielleicht auch für euch ganz interessant ist, wenn ihr Anhängerfahrer seid, ihr könnt natürlich auch die Kamera beim Fahren aktivieren. Ich mache das mal. Ich kann jetzt hier einfach auf 360-Grad-Kamera gehen. Ihr habt ja hier die Möglichkeit, einmal die Draufsicht zu sehen. Das finde ich immer ganz nett. Hier seht ihr also einmal die gelbe Linie, was also die aktuelle Lenkwinkeleinschlag ist. Dann seht ihr euer Gespann, wie ihr im Endeffekt auch zu den Linien fahrt. Ihr könnt auch gerne zum Beispiel jetzt hier mal rechts euch das anzeigen lassen, wenn ihr euch gerade nicht so sicher seid, wie das da läuft. Und man könnte im Endeffekt auch hier hinten so eine Ansicht machen, dass wir sagen, okay, links, rechts. Und es gibt theoretisch auch hier nochmal eine Anhängeransicht für ganz hinten. Die kann ich allerdings im Moment mit der aktuellen Software noch nicht aktivieren. Das soll aber in Zukunft noch dazukommen. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch, dass man einfach mal gucken kann, ist hinten alles in Ordnung, zumindest so der Kamerawinkel von der Rückfahrkamera auf die Deichsel, dass man einfach schauen kann, baumelt da irgendwas rum, ist das alles fest. Okay, wir fahren jetzt einfach mal noch ein Stückchen weiter, bis wir auf die Autobahn kommen, und dann gibt es wieder das nächste Update. Wir sind jetzt auf der Autobahnauffahrt zu unserem Autobahnstück. Jetzt geht es dann gleich ein ganzes Stückchen berghoch. Und vielleicht nochmal für euch so ein bisschen interessant zu sehen, wie beschleunigt das Fahrzeug. Ich gehe mal so bewusst ein bisschen runter, das sind so um die 50 km/h, vielleicht kannst du das mal einfangen. Und jetzt mache ich einfach mal Kickdown, voll durchziehen. So,
80, 90, 100. Also da geht schon ordentlich was, wollte ich euch im Endeffekt auch mal sagen. Gerade so im Stadtverkehr finde ich es richtig angenehm. E-Auto, hast natürlich sofort Leistung. Und vielleicht haben wir nachher auch mal so ein bisschen Bergabstück, noch was langsamer. Da müssen wir mal schauen, ob wir das ein bisschen testen können. Also wirklich, da müsst ihr nichts beachten, keine Kupplung oder irgendwas in der Art. Einfach nur ein Stückchen Gas geben und schon fährt das Auto los. Hat natürlich eine Berganfahrhilfe, das heißt, rollt euch nicht zurück. Also viel einfacher kann man es tatsächlich gar nicht haben, wenn man jetzt mit einem Fahrzeug, mit einem Anhänger unterwegs ist. Zudem hat das Auto natürlich auch noch Heckantrieb und das ist natürlich auch etwas, was einem Anhängerbetrieb sehr zugutekommt. Hat man nicht ein frontgetriebenes Fahrzeug, wird ja durch das Gewicht hinten an der Anhängerkupplung die Vorderachse so ein bisschen leichter und kann dann eben bei, ja, zum Beispiel bei Rasen oder irgendwelchen anderen rutschigeren Situationen eher so zu einem leichten Durchdrehen führen. Mit Heckantrieb hat man natürlich dann direkt auch die Stützlast auf der Achse drauf und fährt sich das Auto natürlich auch gerade mit Anhänger noch ein bisschen leichter und angenehmer. Was vielleicht auch noch ganz schön zu wissen ist für die, die das Auto noch nicht kennen, wir haben bei dem Auto ja ein Abstandsradarsystem, also einen Tempomat, der adaptiv reagieren kann man hier einfach an diesem Hebel durch runterdrücken aktivieren und dann hält das Fahrzeug die Geschwindigkeit und den eingestellten Abstand, den ihr in 4 Stufen einstellen könnt. Und hier ist jetzt relativ viel Verkehr. Ich fahre also mal bewusst ohne den Tempomat. Wir haben schon gesehen, dass da vorne ja ein Stau ist. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir heute unsere Runde überhaupt so fahren können, wie wir das geplant haben. Wenn das jetzt hier zu langsam wird auf der Autobahn, kann es auch sein, dass ich einfach die nächste Ausfahrt runterfahre und dann wir ein etwas verkürztes Stück auf der Autobahn fahren, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit hier in diesem blöden Stau stehen müssen. Und wahrscheinlich werden wir es auch so machen. Also Tempomat nochmal ganz kurz zurück. Ihr habt also 2 Tempomat-Funktionen. Einmal den normalen Tempomat, in Anführungszeichen normal mit Abstandsradarsystem. Einfach Geschwindigkeit einprogrammieren, zum Beispiel im 100 km/h, gewünschten Abstand. Auto hält immer den eingestellten Abstand, super angenehm. Ihr müsst nur lenken und sonst nichts und ein bisschen aufpassen und den Rest macht das Auto für euch. Und dann haben wir natürlich noch einen selbstlenkenden Tempomat. Das ist ein System, es geht bis maximal 130 km/h, also auch ideal für den Hänger gedacht. Und dann wird auch das Auto euch immer in der Mitte von der Spur halten. Da könntet ihr theoretisch auch mal so ein paar Sekunden einfach die Hände wegnehmen. Das wäre zum Beispiel eben auch eine Option. Gut, ja, Marcel, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier in der Autobahnausfahrt Herrieden runter. Dann hätten wir jetzt theoretisch noch mal so 4-5 Kilometer bis zur Ansbacher Ausfahrt, fahren jetzt einfach hier zurückfahren. Also eine etwas verkürzte Autobahnrunde, tut mir leid. Aber jetzt den ganzen Tag hier im Stau stehen, das macht uns natürlich auch keinen Spaß. Und deswegen gehe ich jetzt hier einfach die Ausfahrt runter. Wir sind jetzt gerade hier auf einem Bergabstück von der Autobahn. Das war das Stück, was wir vorhin berghoch gefahren sind. Und vielleicht auch mal ganz interessant für euch, kann man jetzt auf so einem Bergabstück bei dieser Geschwindigkeit überhaupt vernünftig rekuperieren. Und tatsächlich ist es so, dass der Winddruck hinten auf dem Planenanhänger so groß ist, dass man die Geschwindigkeit eigentlich kaum halten kann, wenn man nicht Gas gibt. Also selbst wenn es ein ganzes Stückchen bei hoher Geschwindigkeit bergab geht, muss man immer eigentlich ein bisschen Gas geben. Also Autobahn ist tatsächlich etwas, was man mit Anhänger sehr, sehr stark spürt. Stadtverkehr, Landstraße ist nicht so das Thema, aber sobald es eben in Richtung 80, über 80 km/h geht, merkst du sofort jeden Zentimeter, den das Gespann hinter dir höher als den Pkw ist. Schauen wir uns mal hier so ein bisschen die aktuellen Verbrauchswerte an. Vielleicht auch mal interessant wieder für euch zu sehen. Hier seht ihr nochmal unsere Verbräuche und ihr seht schon, da sind schon ganz ordentliche Peaks auch zu sehen, die wir eben notwendig waren, um zum Beispiel aus dem LKW wieder hinterm LKW vorzufahren, weil eben sehr viel Verkehr war. Und wir können auch gerne mal schauen, was wir jetzt hier an Verbrauch haben. Ich gehe mal kurz in die Einstellungen. So, und dann haben wir hier oben den Bordcomputer. Das ist also unsere bisherige Fahrt. Wir haben jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,1 km/h mittlerweile erreicht und einen Energieverbrauch von 28,2 Kilowattstunden, hochgerechnet auf 100 Kilometer auf die Distanz jetzt mal hier, die wir bisher gefahren sind. Jetzt kommen wir im Endeffekt auch schon wieder zur Autobahnausfahrt, haben jetzt, ja, wie gesagt, um die 30 Kilometer, fahren jetzt wieder nach Ansbach rein. Und wenn es dann wieder irgendwas Interessantes zu berichten geht, melde ich mich bei euch. Wir sind jetzt kurz vor der nächsten Autobahnausfahrt, also das zweite Mal nun komplett fast schon gefahren.
Und leider hat sich der Verkehr in der Zwischenzeit noch nicht beruhigt. Und wir haben hier so ein bisschen gesprochen, was wir denn tun können, um zumindest den Autobahnanteil relativ hoch zu lassen. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, einfach jetzt hier nicht zu wenden und nochmal rückwärts zu fahren, sondern einfach jetzt diese Schleife weiterzufahren, sodass wir weiterhin dreimal unsere Autobahn haben. Und man sieht es, glaube ich, schon da oben. Mittlerweile steht es also komplett der Verkehr. Also müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht reinkommen, weil sonst ist das im Endeffekt auch blöd für den Test. Was vielleicht an der Stelle auch mal ganz interessant ist, wenn wir schon über Stau sprechen, dann ist es natürlich auch so, dass man ein Navi braucht, das einem natürlich diese Staus zuverlässig und möglichst schnell auch signalisiert, damit man eben, wie wir jetzt, schnell irgendwo abfahren kann, um eine schnellere Route zu finden. Und bei diesem Mazda 6e hat Mazda jetzt auch erstmalig ein online-basiertes System integriert, also ein komplett Echtzeit-Navigationssystem mit Echtzeit-Stauumfahrung, das euch kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ihr müsst im Endeffekt euer Fahrzeug nur mit der My Mazda App verbinden und dann wird im Endeffekt auch der komplette Datenverkehr von Mazda übernommen, um diese Daten runterzuladen. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir sind jetzt hier auf der Autobahn, dass ihr es auch mal sehen könnt. Und ihr seht schon hier immer irgendwelche Mitteilungen. Ich zoome mal so ein bisschen rein. Wir sind jetzt gerade hier Autobahnausfahrt hochgefahren und fahren jetzt hier auf der grünen Strecke, aber auf der Gegenstrecke wird es jetzt hier eben im Moment so orange-rot angezeigt und dann schaut es eben da drüben in etwa so aus. Also die fahren da jetzt schon schätzungsweise mit 15 km/h in dem Moment und da an der Ausfahrt, wo wir jetzt gerade waren, da seht ihr es auch schon hier, ist also relativ dicke. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, aktualisiert sich extrem schnell. Wenn ihr ein bisschen Infos zu dem Stau haben wollt, ich zoome mich mal gerade so ein bisschen hier rein. Hier ist im Endeffekt das Übelöhr. Wenn ihr da drauf drückt, seht ihr auch gleich mal hier, was los ist. Auf der Autobahn A6 Richtung Nürnberg, zwischen da und da Unfallaufnahme. Das ist schon mal ein interessanter Hinweis auch. Das heißt, ist wahrscheinlich gerade erst passiert und wird sicherlich noch eine ganze Zeit lang dauern. Wenn ihr also irgendwo hinfahrt und dann seht ihr irgendwo Unfallaufnahme in 50 Kilometern entfernt, dann könnt ihr eigentlich schon mal einen anderen Plan machen, weil es dann sicherlich länger dauert, bis der Stau sich überhaupt mal auflöst. Also ist wirklich schön gemacht. Es gibt ja bei diesem Navi auch die Möglichkeit, eine Ladestrecken oder beziehungsweise eine Routenplanung zu machen, die auch Ladestops einplant. Und das funktioniert wirklich hervorragend und basiert natürlich immer auch auf eurem Durchschnittsverbrauch. Wenn ihr jetzt allerdings natürlich mit Hänger fahrt, müsst ihr natürlich höllisch aufpassen, da euer Durchschnittsverbrauch ja meistens auf dem Fahren ohne Hänger basiert. Das heißt, die Kalkulation stimmt nicht. Hier müsst ihr also wirklich dann entweder die Grenzen enger setzen, also normalerweise stellt man so 10-20% als Mindestakku-Ladezustand ein, um zur nächsten Ladestation noch zu kommen. Und da würde ich empfehlen, vielleicht eher 40-50% einzustellen, weil ihr natürlich einerseits einen höheren Verbrauch habt. So müsste die Kalkulation dann in etwa stimmen. Das wäre jetzt eine Option, oder aber ihr schaut dann einfach individuell, wenn ihr sagt, ich bin jetzt mal so die halbe Strecke gefahren, und dann schaut ihr einfach, wo dann die passende Ladestation für euch vorhanden ist. Und wenn wir schon über das Laden sprechen, gucken wir uns natürlich auch mal wieder den aktuellen Verbrauch an. Wir sind jetzt hier, gehe ich mal in die Energiekurve kurz rein. So, und ich mache es mal ein bisschen größer wieder für euch. Und ihr seht schon, das ist jetzt also so der Bereich, in dem wir unterwegs waren. Und man sieht natürlich schon, dass der Anhänger doch sehr, sehr viel Leistung zieht. Ihr habt jetzt hier einen Energieverbrauch von spitzenmäßig, also in der Spitze so von ca. 80 kW. Und das müsst ihr euch im Endeffekt ja auch an Leistung vorstellen. Also es fließen praktisch 80 kW durch den Motor. Die braucht er gerade. Wir haben ja natürlich deutlich mehr zur Verfügung. Das Auto hat ja 258 PS. Also man braucht nicht die volle Leistung dazu. Und so fühlt sich das auch an. Also man kann wirklich sehr, sehr spritzig fahren. Aber er braucht trotzdem natürlich einiges an Power. Das kostet natürlich auch ein bisschen Strom. Gucken wir uns auch gleich mal an. Schauen wir uns mal die aktuelle Zwischensumme an. 54,8 Kilometer, knapp 55 gefahren. Und haben immer noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 50 km/h und einen durchschnittlichen Energieverbrauch von 27,3 Kilowattstunden. Und jetzt haben wir vorhin, hatte ich ja schon so angesprochen, Mensch, Marcel, lass uns noch mal schätzen. Jetzt sind wir natürlich schon 2 Runden gefahren. Das ist jetzt gar nicht mehr so ein richtiges Schätzen, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Wir haben uns gerade auch so ein bisschen beim Autofahren unterhalten, ob der Marcel schon mal Hänger gefahren ist. Er hat gesagt, er hat eher so einen Gattenanhänger gehabt. Da wahrscheinlich auch vor lauter Aufregung nicht so viel auf den Verbrauch geachtet. Ich bin jetzt schon ein paar Mal mit Hänger gefahren, meistens irgendwie ein Auto hinten drauf, irgendwo hin transportiert oder halt mit meinem Plananhänger. Und wenn ich jetzt einfach mal so einen typischen Benziner oder einen Diesel nehme, dann kalkuliere ich eben meistens so,
ich sage jetzt mal so 50% in etwa obendrauf, was man je nach Anhänger dann nochmal mehr zuschlagen kann. Wir hatten ja auch schon mal einen Test für euch hochgeladen, wo ich mit dem CX-60 Plug-in Hybrid ein Video für euch aufgenommen habe, wo wir hinten ein Fahrzeug transportiert haben. Und da lagen wir dann am Ende bei um die 11,5 Liter circa, habe ich noch im Kopf, das Video ist schon ein bisschen älter. Das ist auch so ein Wert, wo ich sage, wenn man also einen Benziner hat mit einem schweren Anhänger, kannst du eigentlich immer deutlich über 10 Liter rechnen. Da kommst du eigentlich nie unter 10 Liter weg, wenn das Ding wirklich ein bisschen Windwiderstand bietet. Beim Diesel hängt es auch ein bisschen vom Hänger natürlich ab, würde ich sagen, so circa 2 Liter drunter. So ganz grob mal Hausnummer vielleicht so um die 9, 10, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist. Und da ist es natürlich dann auch jetzt hier mal schön zu sehen, was wir dann am Ende wirklich an Kosten haben, um das Auto wieder aufzutanken. Und das können wir dann natürlich auch mal mit einem Diesel und mit einem Benziner vergleichen. Was mir auch noch sehr, sehr positiv auffällt, insbesondere eben auf der Autobahn, ist auch das Fahrgeräusch. Denn da habt ihr natürlich relativ häufig auch bei einem normalen Benziner oder Diesel Schaltvorgänge. Das heißt, ihr müsst berghoch dann irgendwo in einem niedrigeren Gang schalten, zum Beispiel 4. oder 3. Gang, dass ihr da schön berghoch ziehen könnt. Und hier in dem Auto, da gibt es ja in dem Sinne eigentlich keine Motorengeräusche, denn das ist ja eigentlich nur ein sehr, sehr leises Summen, was man da im Hintergrund überhaupt wahrnehmen kann. Der Rest ist eigentlich eher Windgeräusche oder Abrollgeräusche. Und das ist schon echt super angenehm. Du sitzt hier im Auto, du merkst eigentlich nicht wirklich was, dass da hinten jetzt richtig was dranhängt, dass der Motor jetzt richtig arbeiten muss. Also gerade vom Fahren sehr entspannt, sehr angenehm. Das ist wirklich mal ein sehr, sehr großer Vorteil, finde ich persönlich jetzt gegenüber einem Diesel oder einem Benziner. Wir fahren jetzt noch wieder unser Stückchen zu Ende und bevor es dann zur Ladestation kommt, melde ich mich sicherlich nochmal bei euch. So, wir befinden uns nun auf den letzten Metern zur Ladestation und wir haben jetzt noch ein bisschen umgeplant durch den Stau, den wir euch vorhin schon sagten, sind jetzt eigentlich so auf der Autobahn nochmal gefahren, um das eingesparte Stück am Anfang wieder einzuholen. Und wir sind sogar ein paar Kilometer mehr auf der Autobahn unterwegs gewesen, als wir eigentlich geplant hatten. Aktuell zeigt er noch 98,3 Kilometer an. Also wenn wir jetzt ankommen, werden wir fast 100 Kilometer drauf haben. Und wir gehen heute mal eine andere Ladestation, nicht die bei uns in der Nähe in der Firma, sondern heute mal bei Aral, die heißen Puls. Und warum das? Das hat folgenden Hintergrund. Es ist ja grundsätzlich immer ein bisschen schwierig, mit einem Anhänger an eine Ladestation zu gehen, wenn man irgendwo unterwegs ist, also eine Schnellladestation, weil eben sehr selten Platz vorhanden ist, damit man den Anhänger oder das Gespann montiert lassen kann. Und hier hat man jetzt tatsächlich am Rasthof neue Ladeplätze gebaut, speziell für diesen Zweck, dass man eben mit dem Gespann oder aber zum Beispiel, wenn man eben einen LKW hat, natürlich hier komplett reinfahren kann, um zu laden. Das ist natürlich extrem praktisch. Das sind die normalen Ladesäulen, die Marcel gerade aufnimmt. Und da seht ihr schon mal, da wo der LKW steht, allerdings auf der anderen Seite, da sind 2 schöne Stellplätze. Da können wir uns jetzt hier mit dem Fahrzeug sehr schön hinstellen. Das machen wir jetzt gleich mal. So, das wird jetzt hier unsere Ladesäule. Ich fahre noch ein bisschen vor, dass wir ein bisschen Platz haben. Gut, also dann schauen wir uns mal die aktuellen Werte an. Ich mache euch das mal kurz hier auf diesen Bildschirm. Das ist, glaube ich, angenehmer für euch zu schauen. Wir haben jetzt eine Fahrtstrecke von 98,9 Kilometer komplett erreicht, also knapp drunter den 100 Kilometern. Ziemlich viel Verkehr, ihr habt es ja schon gesehen, auch im Stadtverkehr. Der ganze Stau hat sich irgendwie durch Ansbach dann gebildet und trotzdem haben wir es doch geschafft mit Hänger. 53,6 km/h, also nochmal deutlich schneller als der WLTP-Schnitt, trotz Hänger, trotz viel Verkehr. Verbrauch haben wir 27,4 Kilowattstunden. Das ist der Verbrauch, den das Fahrzeug jetzt hier im Bordcomputer anzeigt. Jetzt müssen wir natürlich den Ladestecker anschließen und schauen, was wir tatsächlich an Strom reinfließen lassen, weil es eben auch noch Ladeverluste gibt. Für alle, denen der Begriff Ladeverluste nichts sagt, das sind im Endeffekt Umwandlungsverluste, die beispielsweise eben durch Leitungslänge, durch Kühlung des Fahrzeuges oder wenn wir einfach drin sitzen, Klimaanlage nutzen, entstehen und die natürlich trotzdem auf die Rechnung draufkommen. Aber das ist eben die realistischste Messung, die wir heute durchführen können. Deswegen machen wir das auch mit euch. Ich hüpfe jetzt mal raus zur Ladestation, muss mir schnell meine Ladekarte holen. Einen Moment. So, los geht's. Beide Abdeckkappen raus. Ihr seht schon,
Wir haben hier zwei große Ports, das ist für den Strom dann später und das sind die Kommunikationsports. Einfach hier reinstecken, zack, und Hep nochmal kurz rauszücken und mein Fahrzeug ist verbunden. So, jetzt geht's los, wir können mal zum Bildschirm schauen. So, hier könnt ihr jetzt die Ladeleistung und so weiter erkennen. Und jetzt ist allerdings relativ frisch und laut und wir setzen uns am besten mal wieder ins Auto, da kann ich euch das auch noch mal zeigen. Irgendwie ist es jetzt ein bisschen frischer geworden und haben wir es uns gleich mal hier ein bisschen kuschelig gemacht im Auto. Wir gucken uns mal den aktuellen Ladevorgang an, da gibt es dann immer so eine schöne Darstellung, wo ihr auch im Auto direkt die Spannung und natürlich auch die Ladeleistung sehen könnt. Ihr seht jetzt hier im Moment aktuell 413 Volt, 243 Ampere fließen gerade ins Fahrzeug und wir haben 100 kW Ladeleistung. Die gesamte Ladedauer, die jetzt hier dasteht, wären jetzt ca. 33 Minuten. Ist allerdings natürlich immer der komplette Ladehub auf 100%. Wenn man jetzt tatsächlich hier so einen Ladevorgang plant, würde ich empfehlen, nicht höher als ca. 80% zu laden. Haben wir bei unserem Ladekurvenvideo auch euch schon präsentiert da oben. Könnt ihr das gerne mal anschauen, dass im Endeffekt danach dann die Ladeleistung eben so stark reduziert wird, dass es sich eigentlich kaum noch lohnt, darauf zu warten. Außer wenn ihr jetzt zum Beispiel sowieso gerade einen Kaffee trinken wollt oder irgendwie noch eine kleine Pause braucht, dann natürlich einfach dran lassen. Vielleicht wenn wir diesen Bildschirm noch mal ganz kurz anschauen. Hier habt ihr noch ein paar wichtige Angaben. Natürlich die aktuell kalkulierte Restlaufleistung des Fahrzeuges, wie viele Kilometer durch den Ladevorgang schon hochgeladen wurden. Hier könntet ihr unten auch noch eine Ladestrombegrenzung angeben, die allerdings nur bei AC-Ladestationen dann gültig ist. Das macht man aber meistens nur dann zu Hause, wenn man beispielsweise eine PV-Anlage daheim hat und die vielleicht einfach nicht so viel Leistung gerade bringt. Und dann man möchte eben etwas weniger Strom ins Auto reinpacken, um möglichst viel Sonnenenergie zu verwandeln und möglichst wenig einzukaufen. Dann gibt es die Möglichkeit auch noch hier eine planmäßige AC-Ladung einzugeben, wenn dann eben der AC-Stecker steckt. Das können wir auch eigentlich mit der App dann machen. Wenn ihr zum Beispiel irgendeinen besonderen Stromtarif habt, bei dem eben zu besonderen Zeiten es günstiger ist, so könnte man das natürlich planen. Oder aber, wenn ihr wisst, okay, ich komme irgendwie morgens heim, aber mittags scheint halt mehr Sonne, dann könnt ihr das natürlich auch hier zum Beispiel sagen, nur von 11 Uhr an abladen das Fahrzeug, wenn es beispielsweise eure Wallbox eben nicht steuern kann. Und viele Zuschauer von euch fragen uns natürlich auch, was könnte man in der Zeit, in der man sich im Auto befindet, denn eigentlich treiben? Gibt es irgendwelche Streaming-Dienste oder Spiele, die man spielen kann? Tatsächlich hat sich jetzt hier Mazda um dieses Thema Streaming nicht gekümmert, aber es gibt eine Möglichkeit, sich da relativ einfach zu behelfen und ich habe heute mal was vorbereitet für euch. Es gibt nämlich so kleine Zusatzboxen, die man installieren kann. Die habe ich jetzt hier schon angeschlossen. Ich zeige euch die mal. Das ist jetzt eine Firma, die nennt sich Carlin-Kit, gibt es aber auch noch andere Anbieter. Und für alle, die unseren Kanal regelmäßig schauen, die kennen vielleicht diese Firma. Diese Hersteller stellt im Endeffekt auch kleine USB-Sticks her, mit denen man ein Fahrzeug, das schon Android Auto und Apple CarPlay besitzt, komplett kabelfrei machen lassen kann, also wireless. Und sie haben aber auch noch deutlich leistungsfähigere Boxen im Angebot, wie zum Beispiel eben diese Box. Diese Box besitzt ein eigenes Android-Betriebssystem, muss man sich also fast wie ein Android-Smartphone vorstellen. Das Betriebssystem ist allerdings optimiert hier auf Fahrzeuge und hat einen deutlich erweiterten Funktionsumfang gegenüber einer normalen Android-Autosystem. Wir haben hier einen Anschluss für eine SD-Karte, wir haben einen Anschluss für eine SIM-Karte. Es wird also durchaus Sinn machen, wenn man das System wirklich regelmäßig verwendet, hier eine eigene SIM-Karte, einfach nochmal eine zweite von seinem eigenen Vertrag zu nehmen, damit man den Datenverkehr dann auch nutzen kann. Habe ich jetzt hier einfach nicht. Ich habe einfach ganz normal jetzt erstmal von meinem Handy aus einen Hotspot gemacht, dass ich jetzt hier über WLAN reingehen kann, um euch das zu zeigen. Und wir sind gerade so ein bisschen auch am Probieren mit dieser Box, ob das dann auch wirklich funktioniert. Man geht dann hier einfach auf Apple CarPlay, denn das System simuliert ein Apple CarPlay System. Und dann ist man hier in eine Art System, was auch ausschaut wie Apple CarPlay, aber deutlich mehr Funktionsumfang bietet. Das sieht man schon allein an den Apps, die euch zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel eben Chrome, YouTube, Netflix. Alles Dinge, die ihr normalerweise nicht sehen würdet, wenn ihr eben Android Auto oder Apple CarPlay verwendet. Und auch wenn ich jetzt hier ein iPhone habe, das funktioniert mit einem Android-Smartphone ganz genauso und schaut ganz genauso aus. Die Standardfunktionen wie Telefon, Kontakte und so weiter sind sowieso da, die erkläre ich euch gar nicht. Aber wir können uns einfach mal so die Besonderheiten anschauen. Wir können da theoretisch also hier in den Browser reingehen und irgendwie surfen. Das macht man meistens mit dem Smartphone, aber hier ist es zumindest ein bisschen größer. Dann könntet ihr aber natürlich auch, wenn ihr Lust und Laune habt, hier in YouTube reingehen und sich ein paar Videos anschauen. Musikvideos wird ja auch ganz gerne genommen. Hier zum Beispiel seht ihr unseren Kanal, könnt ihr einfach draufdrücken. Ja, und dann kann man hier, wenn man Lust und Laune hat, sich das natürlich auch in Vollbild anzeigen lassen, so wie ihr das eben in YouTube kennt.
könnt ein bisschen Musik hören, Video dabei. Also richtig schöne Geschichte und schaut euch mal die Auflösung an. Ist natürlich auch wirklich sehr, sehr hochauflösend. Wir haben hier ein Full-HD-Display und von daher natürlich auch entsprechend sehr, sehr gute Qualität. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich da auch wieder rausgehen. Ich gehe mal hier ein bisschen wieder kleiner. So, und dann kann man natürlich auch noch weitere Apps, die ich euch zeigen kann. Zum Beispiel eben Netflix, wenn ihr irgendwo eure Lieblingsserie anschauen wollt und da vielleicht noch so eine halbe Folge schauen möchtet, gar kein Problem, einfach reingehen. Kann ich euch jetzt hier nicht abspielen, aber würde ganz genauso funktionieren. Einfach die entsprechende Netflix-Serie anklicken und ein bisschen gucken, um die Zeit zu verdödeln. Was haben wir noch im Angebot? Ich gehe mal noch mal kurz hier ins Menü zurück. Gehen wir hier mal aufs Hauptmenü. So, und dann gehen wir noch mal hier rein. TikTok ist natürlich auch noch dabei. Ihr könnt natürlich auch theoretisch irgendwelche Videos selber abspielen, also irgendwie auf die SD-Karte irgendwelche Videos machen, Bilder und so weiter. Google Maps und so weiter ist dabei. Und was richtig cool ist, habe ich auch schon probiert ein paar Mal, ihr könnt einfach hier in den Play Store gehen und euch irgendeine App runterladen, also zum Beispiel auch Spiele. Also wenn ihr sagt, ich möchte hier ein bisschen Sudoku spielen oder Tetris oder ja halt jetzt nicht irgendwie so ein 3D-Game, das macht jetzt relativ wenig Sinn, weil man muss es ja mit dem Finger bedienen. Aber jetzt einfach irgendwie ein Spiel, wo man so ein bisschen kurzweilig die Zeit verbringen kann, das geht jetzt hier tatsächlich auch mit dieser App. Das ist auch eine Besonderheit, denn es gibt eben auch viele Boxen, die das eben nicht können. Also sehr, sehr schön vom Funktionsumfang und bietet eben euch auch die Möglichkeit, das Apple CarPlay hiermit zu integrieren. Was ihr allerdings berücksichtigen müsst, diese Box ist sozusagen zwischengeschaltet. Es ist also nicht ganz so schnell von der Performance, als wenn ihr jetzt hier ein eigenes Apple CarPlay-System verwendet. Aber ich glaube, jetzt hier für die normale Anwendung reicht das vollkommen aus. Was auch noch interessant ist, das wird auch häufiger gefragt, ist aber leider nicht legal. Diese ganzen Videos und diese Dinge, die ich euch gerade gezeigt habe, wie zum Beispiel Musikvideos und so weiter, das funktioniert auch beim Fahren, ist allerdings nicht erlaubt. Also das nur noch zur Information für euch. Gut, wir warten jetzt hier noch den Ladevorgang ab und dann analysieren wir natürlich auch die komplette Fahrt heute nochmal mit euch, sprechen nochmal so ein paar Dinge durch und dann treffen wir uns gleich wieder in der Firma. Wie ihr sehen könnt, ich bin mittlerweile wieder in der Firma angekommen. Genau genommen sind allerdings einige Tage in der Zwischenzeit schon vergangen, denn ich konnte noch ein paar Mal mit dem Fahrzeug und dem Hänger fahren. Und da waren tatsächlich einige interessante Situationen auch dabei, wie starker Seitenwind und knifflige Einparksituationen. Und die Erfahrung, die ich da sammeln konnte, möchte ich gerne hier in diesem Video auch noch mit euch teilen. Bevor ich dazu komme, müssen wir natürlich erstmal unser wichtigstes Thema, unseren Verbrauchstest, hier mit euch besprechen. Dann legen wir jetzt gleich mal los. Für alle, die aufmerksam zugeschaut haben, wir hatten ja heute ein Gespann von insgesamt 3.540 Kilogramm auf der Waage. Und wenn wir jetzt mal das Leergewicht vom Auto anschauen mit ca. 2.037 Kilo, also ich sage jetzt mal 2.040, dann hatten wir heute also tatsächlich 1.500 Kilogramm Mehrgewicht dabei. Also es ist ein ziemlich realistischer Test, wo wir an die Grenzen des Fahrzeugs gegangen sind. Das Fahrzeug hat ja eine maximale Anhängelast von 1500 Kilogramm. Die hatten wir heute natürlich nicht dabei. Ich hatte ja noch den Marcel, der nicht ins Leergewicht mit reinzählt. Und wir hatten die Anhängerkupplung am Fahrzeug mit ca. 40 Kilo. Wir gehen also im Moment davon aus, dass unser Hänger so ca. 1370 Kilogramm gewogen haben muss. Und wir haben uns heute wirklich auch ganz bewusst dafür entschieden, einen Planenanhänger, der sehr hoch ist, zu verwenden, um euch eine Art Worst-Case-Szenario abzubilden. Wir hätten sicherlich auch einen deutlich flacheren Gattenanhänger nehmen sollen, wo dann auch wirklich ein deutlich niedriger Verbrauch rauskam, aber das wollten wir eben ganz bewusst nicht. Alles, was ihr dann zu Hause habt, was flacher ist, was aerodynamischer ist, wird natürlich auch deutlich geringere Verbräuche und natürlich auch Euro-Werte dann erzeugen. Lasst uns allerdings jetzt gleich mal an die Ladesäule springen. Ihr habt ja gesehen, wir waren heute bei Aral mal, einfach deshalb, weil ich es auch gut fand, dass die wirklich für Gespanne einen richtig schönen Ladeplatz angeboten haben und dafür lasse ich gleich mal hier ein dickes Daumen nach oben da. Ich hoffe, dass das in Zukunft dann auch immer mehr gebaut wird. Wenn wir jetzt mal auf den Bordcomputer schauen, wir hatten heute eine Runde mit insgesamt 98,9 Kilometern. Die 100 Kilometer haben wir knapp verfehlt, aber ist kein Problem, das können wir hochrechnen. Wir haben dann für diese 98,9 Kilometer an der Ladesäule Energie verbraucht in Höhe von 37,26 Kilowattstunden aufgerundet. Und damit können wir jetzt nun arbeiten und das auf 100 Kilometer hochrechnen. Wären wir also noch 1,1 Kilometer weitergefahren, hätten wir theoretisch verbraucht 37,67 Kilowattstunden. Das ist also der Wert, mit dem wir heute rechnen wollen, inklusive der Ladeverluste. Das ist nämlich das, was ihr wirklich bezahlen müsst. Und das, was auf dem Bordcomputer steht, ist nochmal eine andere Sache. Das ist zwar ein netter Hinweis, aber sagt eben nichts darüber aus, was ihr tatsächlich an Ladekosten haben werdet. Der Bordcomputer zeigt heute einen Wert an von 27,4 Kilowattstunden, also ungewöhnliche Abweichung von den normalen Werten, die sich auch mit dem normalen Ladeverlust nicht
wie soll ich sagen, erklären lässt. Da komme ich aber später dann nochmal in meinem Fazit dazu. Jetzt waren wir eben an dieser Ladesäule. Jetzt könnte ich euch einfach sagen, was der Strom gekostet hat und bums aus Ende. Aber so einfach ist das tatsächlich gar nicht, denn ihr habt es in der Hand. Das heißt, ich sage so immer so schön, im Einkauf liegt der Gewinn, und bei so einem E-Auto, da trifft das wirklich 100% zu. Ihr könnt je nach Situation das super einfach steuern, was ihr für Kosten haben werdet, wenn ihr an die Ladestation geht oder ob ihr zu Hause ladet, und wie effizient und sparsam euer E-Auto ist. Deswegen gehen wir das Ganze heute mal so ein bisschen anders an. Wir gucken uns mal an, was habt ihr denn vielleicht für Lademöglichkeiten. Habt ihr zu Hause zum Beispiel eine PV-Anlage, wenn ihr im Sommer mit Überschuss laden könntet, dann habt ihr fast Ladekosten zum Nulltarif oder maximal eben die Einspeisevergütung. Das lasse ich heute mal ganz bewusst weg, weil das zu kompliziert zu rechnen wäre, sondern ich gehe jetzt mal vom Standardfall aus. Ihr habt zu Hause eine Wallbox, steckt den Stecker ran und ladet euer Fahrzeug regelmäßig auf. Und jetzt hat jeder irgendwie einen anderen Stromtarif. Der eine hat irgendwie einen Spezialtarif, der nachts besonders günstig ist und dann tagsüber nicht, und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Wir rechnen heute wirklich mal mit einem Einheitspreis, und ich nehme hier zur besseren Vergleichbarkeit unseren Preis hier für die Firma für die Kilowattstunde. Die beträgt im Moment 32 Cent. Da könnt ihr also bei euch zu Hause einfach mal schauen, was zahlt ihr. Seid ihr ein bisschen günstiger, habt ihr natürlich geringere Kosten, seid ihr ein bisschen drüber, seid ihr logischerweise ein bisschen teurer. So, wenn ich jetzt mal mit diesen 32 Cent rechne, und wir haben ja unseren Verbrauch von 37,67 Kilowattstunden, was hätten wir dann also bezahlt für den Ladevorgang? Das wären 12,05 Euro gewesen. So, und jetzt ist es für mich natürlich auch mal interessant zu wissen, was wäre denn, wenn ihr jetzt kein Elektroauto fahren würdet, sondern vielleicht ein Diesel oder ein Benziner, und ihr habt 12,05 Euro zur Verfügung und habt einen Hänger hinten dran. Wie viel darf das Auto dann maximal verbraucht haben, damit ihr das wieder auffüllen könnt? Das haben wir natürlich gerne auch mal für euch getan. Gehen wir also davon aus, dass ihr mit 12,05 Euro an die Tanksäule geht, ihr habt einen Benziner, und dann darf das Auto maximal auf 100 Kilometer einen Verbrauch von 7,31 Litern gehabt haben. Wenn wir jetzt mal von dieser Größen- und Leistungsklasse des Fahrzeuges ausgehen, ist das schon ohne Hänger, finde ich persönlich, ein sehr guter Wert, den das Auto erreichen sollte. Wenn wir jetzt noch an den Hänger denken, dann ist das eigentlich ein Bereich, der nahezu unmöglich erreichbar ist mit so einem schweren und so einem unaerodynamischen Hänger. Ich hätte eher geschätzt, dass ein Benziner so bei 11 bis 12 Liter liegt. Das heißt, wir haben hier eine Ersparnis von, ich würde sagen, bis zu 50%, je nach Fahrzeug, im Schnitt wahrscheinlich eher um die 40%. Also wirklich ein sehr, sehr hohes Einsparpotenzial gegenüber einem Benziner. Jetzt rechnen wir das natürlich auch nochmal mit einem Diesel. Haben wir wieder unsere 32 Cent als Strompreisreferenz. Dieselpreis war an diesem Tag 1,61. Dann würde das einem durchschnittlichen oder beziehungsweise maximalen Dieselverbrauch von 7,49 Liter entsprechen. Auch das ist immer noch eine enorme Ersparnis gegenüber einem Fahrzeug mit Dieselmotor und tatsächlich Hängerbetrieb. Hier würde ich sagen, dass der Verbrauch normalerweise so zwischen 9 und 10 Liter mindestens liegt mit so einem Hänger. Hier sage ich also so ca. 20 bis 30% Ersparnis gegenüber einem Dieselfahrzeug. Aber wir waren ja bei diesem Test ganz bewusst an der Aral-Schnellladesäule, und das haben wir gemacht, weil es natürlich auch immer wieder Situationen geben kann, bei denen ihr nicht die Möglichkeit habt, zu Hause zu laden. Und deswegen müssen wir natürlich jetzt da den Strompreis berücksichtigen. Bei Aral ist es im Moment bei den Tarifen so, dass es unterschiedliche Kilowattstundenpreise gibt, je schneller die Ladesäule ist. Wir hatten beim Test eine Ladesäule, die schneller als 50 kW lädt. Das ist der teuerste Tarif. Und wir hatten einen im Moment kostenlosen ADAC-Tarif, wenn man ein ADAC-Mitglied ist. Und dann zahlen wir 55 Cent die Kilowattstunde. Es gäbe tatsächlich noch einen minimal günstigeren Tarif von Aral. Der kostet die Kilowattstunde dann 54 Cent, also 1 Cent weniger. Der kostet in etwa 3 Euro im Monat. Etwas günstigeres wird im Moment nicht angeboten. Rechnen wir also nur mit 55 Cent. Wenn wir also nun diese 37,67 Kilowattstunden mit den 55 Cent multiplizieren, ergebe das einen Preis von 20,72 Euro. Und wenn ich jetzt wieder einen Benziner dagegen rechne, so würde das einem Durchschnittsverbrauch von 12,57 maximal entsprechen. Und jetzt sind wir tatsächlich schon in einer Situation, wo ich sagen würde, dass wir an einer Pattsituation sind. Das heißt, dass ein Benziner mit dem Hänger in etwa den gleichen Verbrauch hat wie beispielsweise ein Elektrofahrzeug. Wenn wir jetzt das Ganze mit dem Diesel mal vergleichen, hätten wir Gesamtkosten auch wieder von 20,72 Euro. Da ändert sich nichts dran. Und bei dem aktuellen Dieselpreis würde das dann einen Verbrauch von 12,88 Liter entsprechen. Und hier würde ich sagen, dass ein Diesel mit Anhänger doch effizienter fahren würde als das Elektroauto heute mit dem Anhänger. Woran liegt das nun? Zum einen mal natürlich daran, dass die Benzinpreise im Moment relativ günstig sind. Hätten wir beispielsweise eben hier die Möglichkeit, mit 1,90 zu tanken oder mit 2 Euro, würde sich das Ganze natürlich massiv verschieben. Gleichzeitig natürlich eben der relativ hohe Kilowattstundenpreis an der Aral-Ladesäule.
Wenn ihr jetzt natürlich nicht an 55 Cent denkt, sondern ihr habt vielleicht gar keinen Tarif abgeschlossen, sondern ihr seid einfach an die Ladesäule ran, man sagt dazu auch Ad-Hoc-Laden, dann wäre der Strompreis bei 79 Cent die Kilowattstunde gelegen und dann hätten wir tatsächlich nochmal ganz andere Werte erreicht, sodass wir sowohl beim Benziner als auch beim Diesel deutlich teurer werden. Also hier, wie ich schon sagte, entscheidet ihr im Endeffekt daheim, wie sparsam, wie effizient ihr fahrt. Und ihr solltet natürlich immer dafür sorgen, dass ihr irgendwo in der Ladesäule fahrt, wo es möglichst günstig ist oder natürlich am besten immer zu Hause laden. Kommen wir nun allerdings zu den Eindrücken und Erfahrungen, die wir bei unserem Test und natürlich auch bei den anschließenden Fahrten mit Hänger sammeln konnten. Ich habe extra so einen kleinen Spickzettel für euch gemacht, damit ich nichts vergesse. Wir machen das ganz einfach mal so ein bisschen Vorteile, Nachteile und ich versuche immer so ein bisschen Fazit auch für euch mit einfließen zu lassen. Fangen wir mal mit den Nachteilen an und das Wichtigste ist, denke ich, auch, was ihr hier in diesem Video gesehen habt, ist das Thema Reichweite. Wir hatten ja insgesamt eine Strecke von knapp 100 Kilometern, der Akkuzustand war am Ende bei 52%, rechne ich das hoch, hätten wir also eine Reichweite von theoretisch 200 Kilometern. Das Auto ist allerdings mit 479 Kilometer WLTP angegeben. Ihr seht ja also schon, dass die Reichweite deutlich schmelzt. Woran liegt das? Habe ich ja schon gesagt, das liegt natürlich einerseits mal an diesem besonders hohen Hänger, der kaum luftdurchlässig ist. Dann haben wir natürlich auch eine extrem unaerodynamische Form, weil es eher kantig ist. Da gibt es natürlich auch Wohnwagen, die flacher sind oder natürlich eine schöne rundliche Form haben, die dann etwas sparsamer sind. Aus meiner Sicht liegt es auch noch an zwei weiteren Fakten, dass man im Endeffekt die Vorteile, die das Auto normalerweise bietet, durch die Rekuperation, durch das Energierückgewinnen mit einem Hänger nicht vernünftig nutzen kann. Der Hänger erzeugt einen wahnsinnigen Winddruck, sodass man eigentlich gar nicht so richtig in die Rekuperation reinkommt. Und zum anderen natürlich auch die Auflaufbremse, die dann wieder dafür sorgt, dass man die Rekuperation nicht vernünftig vom Hänger nutzen kann. Also das Gewicht des Hängers, sondern dass der Hänger im Endeffekt sich selber abbremst. Und das sind eben so Themen, warum dann die Effizienz aus meiner Sicht stärker abnimmt, als man es vielleicht in diesem Moment erwartet hat. Hätte man jetzt zum Beispiel einen deutlich flacheren Hänger oder einen Hänger ohne Auflaufbremse, könnte man sogar vielleicht das Gewicht des Hängers bergab sehr sinnvoll nutzen, um das Auto noch effizienter betreiben zu können. Und wenn wir jetzt mal von diesen 200 Kilometern ausgehen und ich gehe davon aus, dass ihr vielleicht noch einen Wohnwagen habt, der ein bisschen aerodynamischer ist oder einfach einen Hänger, der nicht ganz so hoch ist, dann kommt ihr wahrscheinlich irgendwo zwischen 200 und 250 Kilometer realistisch weit. Aber das ist natürlich nur eine relativ praxisfremde Reichweite, denn ihr wollt natürlich am Ziel nicht mit 0% ankommen. Also würde ich davon einfach mal so 50 Kilometer immer abziehen. Und das wäre jetzt persönlich für mich, wenn ich jetzt an den Wohnwagenbetrieb denke, einfach eine zu hohe Ladefrequenz. Und selbst, glaube ich, für eingefleischte E-Autofahrer wäre das auch zu viel. Also aus meiner Sicht, wenn man große Distanzen mit dem Wohnwagen fahren will, gibt es bei Mazda deutlich bessere Produkte, die dafür besser geeignet sind. Hat man eher so kurze Trips vor oder hat einfach zu Hause wie ich einen Gartenanhänger, wo man einfach mal zum Baumarkt fährt oder mal ein paar Dinge erledigen muss, ist das eine perfekte Sache. Da funktioniert es wirklich ganz hervorragend. Dann ist es natürlich noch das Thema Ladesäulen. Wir sind ja heute bewusst an diese Aral-Ladesäule gefahren, um euch das mal zu zeigen. Fairerweise muss man allerdings dazu sagen, dass solche schönen Ladeplätze eher eine Seltenheit sind und es meistens eben dazu führt, dass ihr den Anhänger abkuppeln müsst. Das bedeutet für euch im Endeffekt, wenn ihr die Ladeplanung macht, denkt dran, euch ein bisschen vorher zu informieren, wo gibt es schöne Plätze, wo man den Hänger abstellen kann. Gibt es da vielleicht auch LKW-Ladesäulen, die man benutzen kann oder speziell für Anhänger? Da gibt es einige Portale, wo man sich ein bisschen informieren kann. Das bedeutet für euch natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Ihr könnt nicht einfach irgendeine Ladesäule anfahren. Vielleicht könnt ihr dann da nicht vernünftig wenden oder was auch immer. Das ist also mal ein wichtiges Thema. Dann noch das Thema Routenplanung mit entsprechender Ladesäulenplanung. Da ist es natürlich so, dass das Auto sich hier wahnsinnig schwer tut, diese Reichweite zu bemessen, weil es natürlich immer davon ausgeht, dass ihr den Verbrauch habt, den ihr vorher hattet, als ihr ohne Hänger gefahren seid. Und jetzt auf einmal steigt der Verbrauch natürlich exorbitant an. Das heißt, die Ladesäulenplanung wird im Navigationssystem vermutlich nicht stimmen. Geht also am besten von den Werten aus, die wir euch hier in diesem Video genannt haben. Oder aber natürlich lasst eure eigenen Erfahrungswerte mit einfließen und pegelt das Ganze dann so ein, dass ihr da trotzdem schön und entspannt an die Ladesäule noch hinkommt. Dann hatten wir noch das Thema Bordcomputer. Der hatte uns ja einen Durchschnittsverbrauch angezeigt von 27,4 Kilowattstunden. Getankt hatten wir im Endeffekt 37 Kilowattstunden, knapp drüber. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von ca. 10 Kilowattstunden. Die können wir tatsächlich auch nicht durch Ladeverluste uns irgendwie erklären. Man sagt, an so einer Schnellladersäule liegt der Ladeverlust so bei ca. 8 bis 10% in etwa. Und es deckt sich im Endeffekt auch mit unseren anderen Tests. Warum wir jetzt hier so eine starke Abweichung haben, ist uns im Moment auch nicht 100% klar. Ich vermute allerdings, es liegt an der sehr flachen Spannungskurve der LFP-Akkus. Die haben wirklich also eine ganz flache Voltkurve und es ist sehr schwer für den Bordcomputer überhaupt festzustellen, an welchem Punkt er sich befindet und wie viel Prozent im Akku noch drin sind. Hier werden also im Endeffekt dann die Ströme
ganz normal gemessen, sodass man irgendwie versucht, das zurückzurechnen. Aber das ist natürlich unter Belastung eines solchen Hängers besonders schwer. Ich habe das Ganze trotzdem mal an Mazda gemeldet. Vielleicht kann man hier die Software noch ein bisschen optimieren, dass da eben nochmal etwas bessere und präzisere Werte rauskommen werden. Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, hatte ich auch im Video schon gesagt, ist der relativ geringe Abstand zwischen Kugelkopf und der Stoßstange. Da hatte ich tatsächlich so eine knifflige Situation bei mir beim Einparken. Ich habe nicht richtig aufgepasst, habe den Hänger nicht richtig nach hinten geschoben. Die Auflaufbremse war nicht 100% ausgezogen und dann ist man natürlich in dem Moment relativ schnell an der Stoßstange dran. Bei mir ist es nochmal gut gegangen, aber wie gesagt, passt da so ein bisschen auf, dass ihr da wirklich in dieser Situation besonders drauf achtet. Kommen wir nun aber zu den Vorteilen, die mir beim Hängerfahren aufgefallen sind. Ich bin, glaube ich, noch nie so entspannt und ruhig Hänger gefahren wie mit diesem Fahrzeug. Selbst größere Autos mit deutlich mehr Leistung konnten im Endeffekt nicht das gleiche Gefühl vermitteln wie dieses Elektrofahrzeug. Ihr habt ja kein Getriebe in dem Auto, das heißt, ihr habt natürlich auch keine hochschnallenden Drehzahlen, ihr habt keinen brummigen Motor. Ihr müsst nicht irgendwie in der Steigung einen dritten oder vielleicht sogar einen zweiten Gang schalten, weil der Motor das sonst nicht packt. All das ist absolut nicht notwendig. Ihr drückt einfach drauf und das Ding zieht einfach an. Es hatte nie Probleme, auch bei Steigungen, den Hänger zu ziehen oder auch durchzubeschleunigen. Selbst Überholvorgänge sind sehr, sehr einfach möglich gewesen, ohne dass ich jetzt lange planen musste. Das ist also eigentlich ein komplett neues Gefühl, wenn ihr mit Hänger fahrt und macht doch richtig Laune, muss ich wirklich sagen. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist bei dem Auto, ist der sehr, sehr lange Radstand. Das ist immer ein Vorteil für Hängerfahrten und auch das hohe Leergewicht des Autos. Habt ihr also einen Hänger, der durchaus durch Seitenwind so ein bisschen drangsaliert wird, dann tut das Auto da nicht wirklich viel. Der fährt einfach schnurstracks geradeaus. Und tatsächlich auch beim Hänger war es so, dass meine Stützlast nicht optimal verteilt war. Habt ihr vielleicht auch ein bisschen im Video so gesehen. Das hat dem Auto absolut nichts ausgemacht. Da hat nichts gewackelt, nichts gewippt, gar nichts. Also es ist wirklich ein sehr entspanntes Fahren, auch wenn man wirklich die 100 km/h gefahren ist. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist die 360-Grad-Kamera, die man in Kombination mit dem Hänger sehr, sehr schön verwenden kann, um sich ein bisschen besser zu orientieren. Und was ich euch auch im Video schon gesagt hatte, ich werde mich darum kümmern, dass wir auch noch die komplette Hinteransicht beim Fahren uns anschauen können. Finde ich durchaus immer auch mal sinnvoll, um zu schauen, ob mit dem Hänger noch alles in Ordnung ist. Dann haben wir natürlich noch das Thema vollelektrische Anhängerkupplung. Ist ja ein Novum bei Mazda. Bisher waren das ja nur teilelektrische. Da musste man immerhin noch eine Taste drücken. Und ist wirklich cool. Du kannst komplett alleine im Endeffekt zum Hänger fahren, drückst die Taste im Display, zack, Kugelkopf raus, peilst das Ganze an, Hänger drauf. Ich glaube, viel einfacher kann man es nicht machen. Und für alle, die sich schon mal die Hosenbeine schmutzig gemacht haben oder sich geärgert haben, dass die Anhängerkupplung irgendwie angerostet ist und man die dann nicht richtig raus oder reinmachen kann, super angenehm, also einfach nur Knöpfchen drücken, viel einfacher und schöner kann man es, glaube ich, beim Hängerfahren nicht haben. Zusammenfassend möchte ich nochmal meine zwei wichtigsten Punkte hier für dieses Video nennen. Zum einen mal Anhängerkupplung, Mazda 6e passt wirklich hervorragend zusammen. Richtig tolles Fahrverhalten, kurze Distanzen, Gattenanhänger oder auch von mir aus ein schwerer Anhänger irgendwie zum Baumarkt, kein Problem, funktioniert hervorragend. Kurze Urlaubsstrecken auch kein Problem. Wollt ihr allerdings mit eurem Wohnwagen irgendwie mehrere hunderte oder tausende Kilometer in den Urlaub fahren, gibt es aus meiner Sicht deutlich bessere Fahrzeuge für diesen Einsatzzweck. Das zweite wichtige Thema ist nochmal das Thema Strompreise. Ich reite da immer wieder drauf rum und will euch dafür sensibilisieren. Wenn ihr zu Hause ladet, habt ihr eindeutig den günstigsten Preis, die höchste Ersparnis beim Autofahren und seid deutlich günstiger als vergleichbare Diesel und Benziner. Lasst ihr euch im Endeffekt von irgendwelchen Schnellladesäulen verleiten, dass das deutlich schneller geht, habt ihr deutlich höhere Preise und seid dann eben nicht mehr so effizient unterwegs. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch solche Tests wie in diesem Video gefallen würden. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, das freut uns natürlich sehr. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Test, den wir durchgeführt haben, schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Wir versuchen das so schnell wie möglich darauf zu antworten. Und ansonsten denkt noch dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.